Das Land der 100.000 Seen. Mit viel Natur zum Anfassen. Ehrlich, Selfie. Und Abenteuern für die ganze Familie. Oh mein Gott, das ist ja mega! Mein Urlaubscheck! Schweden! Ach, Schweden gilt ja als Familienidylle pur. Diese Astrid Lindgren-Romantik, diese ganzen roten Holzhäuser. Mich treibt die Frage um, was können Familien in Schweden eigentlich erleben? Und vor allem, was machen Eltern, wenn die Kids so richtig Spaß haben? Also außer Mücken verscheuchen. Das will ich herausfinden und mich beschäftigt auch die Frage, können sich Familien Schweden überhaupt noch leisten? Das finde ich heraus an diesem wunderschönen Ort. Die meisten Urlauber hier in Schweden sind natürlich mit dem Wohnmobil unterwegs und in der Regel kommen die direkt aus Deutschland. Die fahren quasi einmal durch. Ich habe es so gemacht, ich bin nach Göteborg geflogen, habe mir das Auto ausgeliehen. Ich bezahle für 6 Tage 465 €. Aber nicht nur fürs Auto, sondern auch fürs Dachzelt. Das musste ich direkt lernen. Wer durch Schweden reist, muss viel Zeit einplanen und auf die Tankfüllung achten. Insgesamt werde ich mehr als 1000 Kilometer bei meiner Tour durch Småland zurücklegen. Von Astrid Lindgrens Heimatstadt Vimmerby geht es Richtung Süden bis zur Insel Öland, die bei Urlaubern sehr beliebt ist. Da müssen wir hin, 1 Kilometer noch, Katult. Da wurden offenbar tatsächlich die Michel aus Löhneberger Filme gedreht. Ich finde, das ist der perfekte Einstieg für so einen Schwedenurlaub. Und schon auf dem Parkplatz vor dem Anwesen ist richtig was los, obwohl wir außerhalb der Saison da sind. Es ist halt ein echter Pilgerort für Astrid Lindgren-Fans. War viel los jetzt, oder? Nee, es sind ein paar Leute. Theoretisch wohnen da auch noch welche, aber gerade war keiner da. Ach, krass, Hat okay. keiner da. Man kann aber einfach durchlaufen, Ja. kann sich alles angucken. Wie ist es da hinten? Urig. Urig? Urig und ganz gemütlich, ruhig. Was kann man alles sehen? Na, alles, was man aus den Michel-Filmen kennt. Oh, ne? toll. Ja, ja. Das kann Haus, das wirklich von Plumpsklo. außen alles sehen. Ich bin verabredet mit Charlotte, denn eigentlich ist bereits alles geschlossen. Du bist Charlotte? Thanks for your time. Danke für deine Zeit. Kannst du mir alles zeigen? Klar, dafür bin ich hier. Die Michel-Drehorte sind von Ende Juni bis Mitte August geöffnet. In dieser Zeit zahlt man 9 € Eintritt und 4,50 € für Kinder. Umschauen kann man sich hier aber das ganze Jahr über. They showed it to Astrid Lindgren. And she came here. Sie haben es Astrid Lindgren gezeigt und sie kam hierher. Als sie zum Tor reinkam, meinte sie, es ist genau so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Okay. And so they were here for 3 years. Und so waren sie 3 Jahre hier, haben 3 Kinofilme und 13 Fernsehfolgen gedreht. TV pictures and Und hat deine Familie damit gerechnet, dass das so erfolgreich sein wird? Nein, not niemals. Michel war ein Lausejunge aus nem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn. Unter seinen Streichen litten Vater, Mutter wieder, auch die brave Lina. Can we enter? Können wir da rein? Ist das die Werkstatt, in der er immer Ärger bekommen hat? Yes, it is. Ich kann dich hier einsperren, wenn du magst. Oh no, thank. No, ich bin doch brav, ich mach doch nichts. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, wir kannten ganzen Land. It's like time traveling in the child. Es ist wie eine Zeitreise in die Kindheit. Fühlt sich genauso an. Oh, es sieht aber wirklich, es sieht wirklich genauso aus wie in den Filmen. Und ist das diese berühmte Fahnenstange? Vermutlich die berühmteste Schwedens. Und wer kennt sie nicht? Diese Szene mit der Fahnenstange, einer von Michels bekanntesten Streichen. Allesammans. Jag sitter fast. Aj! Jag sitter fast! Vår fina blommiga söppskål! Willkommen in Astrid Lindgrens Welt. Hier gibt es den Michel aus Lönneberger auch heute noch. In einem Freizeitpark, an dem man als Familie kaum vorbeikommt.
Und die Tickets dafür, die bucht man am besten bereits online zu Hause. Kostet genauso viel, man spart sich aber die Schlange. Dazu kommt, dass man hier, wie so oft in Schweden, nur mit Karte bezahlen kann, nicht mit Bargeld. Hey, Ich hätte gerne ein Ticket für einen Erwachsenen. Das macht 360 Kronen. Normalerweise ist es teurer, oder? Ja, genau. In der Hauptsaison ist es teurer, aber es gibt mehr Vorstellungen. Ja, das ist das Ding. Also ich zahle jetzt 33, 34 Euro und in der Hauptsaison mit so 50 Euro. Naja, man macht da die Welt, wie sie sich gefällt. Das muss ich unbedingt zeigen. Hier sind die ganzen schwedischen Flyer und Guides. Und da drüben, hier sollten eigentlich die Deutschen sein. Aber gut, es waren halt schon ein paar von uns hier. Ob sich Familien hier wohlfühlen, das ist die Antwort. Um Gottes Willen, hinten geht's ja weiter, das habe ich gar nicht gesehen. Alles schön in Reih und Glied. Na also. Neben dem Michel ist natürlich Pippi Langstrumpf sehr beliebt. Oh ja, die Villa Kunterbunt. Da vorne ist eine kleine Pippi, das ist ja süß. Are you from Sweden? Bist du Schwedin? Nein. Ah, you're British, okay. Ach, du kommst aus Großbritannien. Was denkst du über die Show? Hat es dir gefallen? Ich finde es super. Was gefällt dir am meisten an Pippi? Warum ist sie so besonders? Sie ist so albern. Albern? Bist du das manchmal auch? Ja. What's the name of I forgot the name. Wie heißt er? Herr Nilsson. Mr. Nilsson. Und nach den Shows kann man sogar die Kulissen betreten und auf Tuchfühlung mit den Darstellern gehen. Kann man sogar reingehen. Ach, sprecht ihr auch Deutsch? Ja! Und seid ihr das erste Mal in der Astrid Lindgren-Welt? Ja. Was Absolut. sagst du? Was sagst du, Mega. Papa? Richtig cool. Und warum? Ja, weil man ziemlich viel machen kann, weil es super arrangiert ist alles. Also echt, man versteht trotzdem was. Also auch wenn es auf Schwedisch ist, einwandfrei. Aber es gibt nicht nur die Shows, sondern auch viele Restaurants. Aber Ich habe direkt was gelernt, wenn die Shows vorbei sind, nicht unbedingt Hunger haben, weil dann ist hier richtig was los. Das ist einfach das Tolle. Hier gibt es jedes Essen als Kindermenü. Ich bestelle Schöttbüller und Astrid schaut zu. €15,50 für die Portion. Dazu der Salat noch oben drauf und Getränke. Also ich meine, wir sind in einem Freizeitpark. Das ist ja sensationell. für die Kids gibt's auf jeden Fall viel zu entdecken und für die Eltern ist das auch entspannt. Und wie ist euer Eindruck? Sehr schön. Gut. Alles wirklich? sehr liebevoll gestaltet. Ja, was habt ihr alle schon gemacht? Also wir waren bei der Pippi Langstrumpf, als sie die Diebe besucht haben. Und wir haben den Michel Lönneberger angeguckt beim Theater noch. Das Lustige ist ja, die Shows sind alle auf Schwedisch. Aber das scheint euch, ist egal, oder? Ja. Ja. Ihr kennt die Geschichten alle, oder? Ja. Dass man auch selbst mal wieder zurückversetzt wird in seine eigenen Kinder durch die Geschichten, das ist den Preis auf jeden Fall wert. Das erzählen alle Eltern. Also seid ihr auch Astrid Lindgren-Fans, oder? Ja. Wir haben schon gesagt, die anderen Geschichten werden wir definitiv, wenn wir zu Hause sind, lesen. Ja. Cool. Anschauen, nicht Und anschauen. Ja, okay. Von Mitte Mai bis Mitte August hat der Park täglich geöffnet. Dann liegen die Preise bei 47 € für Erwachsene und 36 € für Kinder. Nicht ganz günstig, dafür hat man aber ca. 30 Shows aus 8 verschiedenen Geschichten. Gibt also ein bisschen was zu gucken und wer länger bleiben möchte, kann hier wohnen, typisch schwedisch, in der sogenannten kleinen Stadt. Die Idee war, dass es eine Stadt von 1907 um diese Zeit sein sollte, also Geburtsjahr von Astrid Lindgren. Und deshalb diese Häuser, sieht ja alles alt aus, ist aber alles neu. Wir haben aber auch teilweise alte Materialien, wie ihr so seht hier, die Dächer sind teilweise alte Ziegel.
Wir schauen uns gerade hier um. Dürfen wir euch stören? Ja, klar. Seid ihr zum ersten Mal hier? Warum habt ihr den Ort ausgesucht? Weil es beeindruckend ist. Pippi Langstrumpf. Kannst du uns beschreiben, wie es sich in so einem Haus lebt? Du kannst reingehen und dich umschauen, wenn du willst. Können wir uns umschauen? Aber sicher. Kannst du es mir zeigen? Roomtour, super. Oh, wow. Wir sind auch angetan. Es ist so schön und so frisch und hübsch. Ich mag es. Ich meine, das Bad, schau, es ist wunderschön. Ich bin total verliebt. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Es war wirklich eine Freude. Wir werden euch jetzt nicht länger stören. No worries. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Doch Deutsch. Es gibt verschieden große Häuser mit Platz für 4 bis 13 Personen. Die kosten ab 180 € pro Nacht, je nach Größe und Datum. Ich bin so gespannt, wie der nächste Campingplatz aussieht. Ich habe nämlich einfach in so einer Facebook-Gruppe für Wohnmobilurlauber nach Tipps gefragt und der wurde mir empfohlen. Nennt sich Zen Hammock. Muss wohl ziemlich ab vom Schuss sein, aber auch sehr schön. Ich glaube, ich muss da schon rein. Okay. Von der Straße auf den Schotterweg. Überall diese roten Häuschen mitten im Wald. Es sieht so toll aus. Etwa eine halbe Stunde südlich von Wimmerby, mitten im Nirgendwo. Wenn ich hier je wieder herausfinde, wartet morgen ein Zipline-Abenteuer auf mich. Zen Hammock. Und einfach 2 einsame Briefkästen. Wo Briefkästen sind, muss auch irgendwo Zivilisation sein. Jetzt sind es noch 200 Meter. Oh ja, das ist es. Hi, bist du der Chef? Johannes, hi Tobi. Nicole, du hast ganz so schön gewunken, ja? Nicole und Tobias haben sich hier ihren Traum erfüllt. Erst als Ferienhaus gedacht, leben sie seit Corona ständig hier und vermieten das Gelände an Camper. Erlebnisbauernhof inklusive, mit ständig neuen Erfindungen. Was ist denn hier los? Das ist eine Aquaponikanlage. Oh, da ist ein riesen Fisch im Wasser. Ja, da sind 3 Störe drin und Karpfen. Also ganz schnell erklärt. Die Fische machen da drin Pipi und Kaka. Dann läuft das hier oben durch die Rohre durch. Und die düngen die Pflanzen. Und die Wurzeln werden umspült vom Wasser und reinigen das dann wieder. Und die Fische bekommen wieder sauberes Wasser. Das ist eigentlich unser Pferdestall, aber der ist jetzt umfunktioniert. Hier haben wir... Alter! Die ist ganz brav. Die ist ganz brav. Ja. Die ist ganz brav. Alles gut. Wir gehen jetzt mal zu den kleinen Schweinen. Alles klar, 1,80 Meter groß. Ja, ist ja gut. Ihr seid so eine ganz spannende Mischung. Also das ist ja quasi viel mehr als ein Campingplatz. Das ist ja im Grunde fast ein bisschen Ferien auf dem Bauernhof, oder? Ein bisschen, ja. Also wir machen auch abends unsere Runde mit den Kindern. Wir nehmen die Kinder mal mit zum Füttern. Dann können die da auch mal reingehen und können die Tiere streicheln und War das ein Freundschaft? Die Kinder können sie streicheln. Insgesamt 10 Stellplätze gibt es hier. Die Nacht kostet günstige 25 €. Und wer will, kann sich ein leckeres Frühstück dazu buchen. Hi, ihr seid ja auch im Grunde erst angekommen, oder? Ja, gestern. Oh, voll gut. Und, wie war's? Wie war die Nacht? Gut? Sehr gut. Vor allem das Frühstück, ja. Mal weg vom Alltag, mal ein bisschen was anderes, nicht strukturiert. Ja, einfach ein bisschen den Tag leben. Genau. Das ist auch mal okay, darf man auch mal machen. Hi. Hallo, Sonja. Hi Sonja, hi. Hi Basti, servus. Servus. Hallo. Ihr macht doch Urlaub, oder? Wir machen Urlaub, da oben stehen wir. Ach, wie cool. Ja, richtig schön am Waldrand, schön ruhig. Richtig Das ist schon perfekt, genial, ja. oder? Das ist einfach richtig schön hier. Tolle Gastgeber. Ja. Dann bedient ihr euch. Guten Appetit.
Dankeschön. Das ist jetzt der gute schwedische Lachs direkt aus dem See. Natürlich. Sag die Wahrheit. Natürlich, habe ich selber gefangen. Ach, das ist ein Quatsch. Wir haben uns darüber lustig gemacht, dass hier so viel Lachs gibt. Der kommt aus dem Discounter und der ist sehr lecker. Ich habe übrigens noch einen Anschlag auf euch vor. Also nur als Einladung, Angebot. Keiner muss irgendwas machen. Ich gehe morgen zu dieser Zipline. Wenn jemand Lust hat, ihr könnt mitkommen. Kinder vielleicht. Kommst mit? Ja. Wie sieht es bei euch aus? Ja. Gut. Dann gehe ich schon mal nicht alleine auf die Zipline. Nicole zeigt mir noch ihr Lieblingsprojekt. Ist das mein Zelt? Boah, ist ja mega. Guck mal. Etwas Luxus für 55 € die Nacht. Guck dir das mal an. Für mich heißt es heute Tippi statt Dachzelt. Auch wenn sich das Wetter sehr schwedisch zeigt. Es ist urgemütlich, aber die Geräuschkulisse ist der Wahnsinn. Ich habe immer gedacht, man sollte von Regenprasseln einschlafen. Ja, es wird ein bisschen weniger. Ja, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Hallo. Hallo. Was? Hast du gut geschlafen? Ja, Mann. Oh, danke schön. Kaffee. Warte, ich lass euch rein. Was ist das denn für ein Frühstück? Ist ja wie im Hotel hier bei euch. Frischkäse, Marmeladen und auch Joghurt. Und auch die Brötchen sind selbst gemacht. Lass dir schmecken. Vielen Dank. Dankeschön. Mitten im Wald. Hier wartet das nächste Abenteuer auf uns. Es soll eine der längsten Ziplines Europas sein. Marie aus Köln ist unser Guide. Mal alle in so einen kleinen Halbkreis. Während ihr sippt, gibt es 2 Positionen, die ihr einnehmen könnt. Erste sieht so aus, nennt sich die Wurst. Ja? Und zweite sieht so aus, nennt sich Schöttbuller. Vielleicht schon mal gehört? Ja? Oder das Fleischbällchen. Okay, let's go. 15 Meter. Wieso ist das? Ja, was ist das für ein Hinweisschild? Das ist wirklich... Ist das schon mal passiert? was ist denn das für ein Tipp? Wer kommt denn auf die Idee, sein Neugeborenes da drauf zu setzen? Also... Boah, Wahnsinn! Ich möchte nicht, dass wir zusammenlaufen. Wir sind schwer. Oh. Die Brücke war gut, oder? Am besten, du gehst direkt ins Fleischbällchen. Ja? Weil wenn ihr in dieser Wurstposition seid und ihr merkt, es ist ein bisschen windig, dann kann der Wind euch leichter ein bisschen drehen. Oh nee, das war Okay? Jetzt darfst du einmal auf die Stufe da unten vorgehen, bitte. Das ist ja richtig heavy. Alter. 3, 2, 1. Oh mein Gott, das ist ja mega! Ach so, ich hab zu früh gebremst. Jetzt lauf einmal vor bis zur Kante. Du musst nicht die extra Stufe nehmen. Tief atmen, ja? Hallo! Hallo. Oh, boah, das war sehr schrecklich. Wie eine Rakete kamst du an. Da kommt er! War gut, ne? Ja. Irgendwann kann man anfangen, die Aussicht zu genießen.
Marie, die Tour, die wir gerade machen, was kostet die? Die wir jetzt gerade machen, kostet 1750 Kronen. Ich denke, das sind ungefähr um die 150 Euro. Ja. Wir machen auch ein bisschen Naturkunde, sprechen über verschiedene Dinge, erklären noch ein bisschen was, erzählen ein paar Geschichten. Also man lernt noch ein bisschen was über den Wald. Mega viel. Okay. Ja. Der Adrenalinkick hat seinen Preis. 160 Euro für Erwachsene und 130 für Kinder für eine der 1,5-stündigen Runden. Wer das komplette Programm will, muss mit 250 bzw. 180 Euro rechnen. Ist dafür eine Stunde länger unterwegs. Das Sippen ist so die Hauptattraktion. Man kann ja aber zum Beispiel auch Kanus mieten und vorne auf dem wunderschönen See raus. Wir haben so ein kleines Labyrinth für Kinder mit einem Quiz. Da gibt es auch einen Spielplatz. Also man kann hier einen schönen Tag verbringen. Okay, Achtung, provokative Frage. Ist das alles so knackig teuer? Zipline ist schon bei Weitem das teuerste. Ja. Alle anderen Aktivitäten sind ein bisschen günstiger. Zum Beispiel dieses Labyrinth, das kostet so 2 Euro pro Ja, okay. Kind. Und weil es jetzt ein Wettrennen ist, lässt du mich gewinnen am Schluss? Mal schauen. Oh, okay. Oh, die ist so schnell! Was ist denn da los? Oh, die ist so schnell! Mann! Ey. Wie hast du das gemacht? Technik! Technik, so ein Quatsch. Ja, okay, High Five, sehr gut. Jetzt kommt mein Dachzelt zum Einsatz. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt beeilen, weil es ist 6:10, wird bald dunkel. Dann sollte das Zelt aufgebaut sein. Genau, ich glaube, das müsste die Stelle sein. Mir wurde gesagt, da ist eine Feuerstelle, die darf ich auch benutzen. Oh, hier direkt am See, das ist ja abgefahren. Es ist wirklich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, das Jedermannsrecht gilt ja nicht für mich, weil ich hier mit dem Auto unterwegs bin. Aber diese ganzen Stellplätze, die gehören dem Anbieter der Zipline und die kann man mieten. Und deswegen darf ich hier stehen. Und ich bin einfach direkt am Wasser. Nur mit Zelt und ohne Fahrzeug unterwegs kann man in Schweden tatsächlich mitten in der Natur übernachten. Aber das Jedermannsrecht hat auch strenge Regeln. Die goldene: jeder nimmt seinen Kram am Ende wieder mit. Müll wird nie zurückgelassen. Es sind tatsächlich noch andere Menschen hier. Hi, darf ich euch kurz stören? Gerne. Oh, ihr habt euch ja hier ein traumhaftes Lager eingerichtet. Ja, Es schon ein kommt halt, besonderer Ort, wenn du oder? gerne draußen bist. Wir fischen eben auch gerne. Du kannst halt hier letztendlich alles outdoormäßig machen. Und zum ersten Mal habe ich mir, was denn? Weil wir in Kalmar waren, eine Flasche Wein gegönnt für mich. Mit einem nicht zerbrechlichen Weinglas aufs Wasser zu schauen, Feuer anzuhaben, Steinpilze zu essen. Und Schweden zu genießen. Ja, letztendlich ist es das. Ist wirklich. Das ist für mich, das passt diesen ganzen Tag perfekt zusammen. Mehr brauche ich gar nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Weiter geht's Richtung Nybro zu einem Elchpark. Unser Safari-Guide Claudio kommt ursprünglich aus Ulm. Hi, moin. Johannes, hi. Claudio. Hi, Claudio, grüß dich. Ist richtig was los heute, ne? Ja? Wo kommt ihr alle her? Alle Deutsch? Schleswig-Holstein. Ja. München. München? Stuttgart? Schweiz. Aus der Schweiz, krass. Alle deutschsprachig. Hallo. Guten Tag, Johannes. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ist noch Platz oder? Na, unbedingt. Ja, Kommt doch rein. Schön, dass ihr alle bei uns seid heute. Ich werde euch jetzt in den Park fahren, wo wir den König des Waldes treffen werden. Wir haben momentan 10 Stück da drinnen. Der größte ist Carl Philipp, ca. 650 Kilo. Aber wir haben noch viele andere mehr. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach Bescheid geben. Oh, es geht schon los, es geht schon los. Der erste Elch. Oh, hier, was ist jetzt los? Eieiei. Wo denn? Da vorne? Ja, da ist eine Dame und noch ein Ja, so, jetzt dürft ihr beim Füttern helfen. Oh.
Elch-Selfie. Super. Oh, ein traumhaftes Elch-Selfie. Ich habe einen Nummer bekommen. Wow. Das ist total die Gaudi. Links ein Elch, rechts ein Elch. Alle nur noch am Füttern und jauchzen. Haben die Namen, die Elche? Ja, die haben alle Namen, ja. Also das ist der Carl Philipp hier. Da haben wir den King. Der King? Ja, Warum King. heißt der King King? Er war sehr groß, als er klein war. Ja. Und da hat er den Namen King bekommen, ja. Schön. Und was sagt Ihr erster Eindruck? Ja, super. Wir sind total begeistert. Also wir kamen hier ohne große Erwartungen, aber dass die jetzt so nah kommen und dass wir die sogar anfassen können, das ist wirklich toll. Wie fühlt sich's an? Richtig weich. Und weiter geht's. 10 Elche leben hier auf 7 Hektar Fläche. Unsere Runde dauert eine Dreiviertelstunde und kostet 18 bzw. 9 € für Kinder. Der Elchpark hat das ganze Jahr geöffnet. Oh. Annika, 12 Wochen alt. Ja, Babys kommen auf die Welt, 10, 15 Kilo so groß und vor dem Winter haben sie 150, 200 Kilo. Also wachsen bis zu 1,5 Kilo per Tag. Sehr viel Fett in der Milch, 20% Fett. Das war unsere Tour jetzt hier. Ganz kurz, wie hat's euch gefallen? Was sagt ihr? Super. Mega, riesig, top. Ganz toll. Ja. Alle eigentlich begeistert. Ich fand das richtig toll. Ich habe noch nie einen Elch gesehen. Sie sind zufrieden. Und du konntest sogar streicheln, ne? Und auch die Kleinen sehen können. Also richtig tolles Erlebnis, glaube ich, für die ganze Familie. Wir sind schon seit 1,5 Wochen auf der Suche nach einem Elch. Ach so. Und haben nichts gefunden. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt müssen wir hier mal her. Ja. Von der Seite her, der Preis ist völlig okay. Das kann man machen. Wahrscheinlich sollte man es sogar machen. Danke, dass wir mitkommen durften. Vielen Dank. Schönen Urlaub euch, gell? Tschüss. Wir applaudieren uns doch alle. Super. Habt ihr super gemacht. Sehr beeindruckend ist die Fahrt über die 6 Kilometer lange Brücke nach Öland. Genauso wie die mächtige Ruine von Schloss Borgholm. Und am Ende wartet sogar noch ein Geheimtipp auf mich. Einmal über die Brücke drüber. Darf ich vorstellen, das ist die Ostsee. Oh, die erste Windmühle. Herzlich willkommen auf Öland. Schwedische Insel in der Ostsee, soll sehr familienfreundlich sein und vor allem im Sommer muss das hier super sein. Also so bis August, weil es viele Sandstrände gibt. Es gibt tolle Ruinen zu besichtigen. Also gerade für Familien muss das hier eine super Adresse sein. Bin mal gespannt, ob so ist. Und ganz wichtig, diese Sendung kommt natürlich ohne Klischees aus. You are my dancing queen. Ich habe mir eine Sache ja vorgenommen, also ich esse ja total gerne und es gibt in Schweden diese wunderschönen Bäckereien und Kaffeehäuser und hier müsste eins sein. Sah zumindest im Internet total schön aus. Mal gucken. Mormors Ständungsbäckerie oder so ähnlich, also heißt übersetzt Omas Steinofenbäckerei. Hat täglich geöffnet von 10 bis 16 Uhr und es gibt, na klar, schwedische Zimtschnecken. Das riecht schon so gut. Hallo, hi. Das sind die Zimtschnecken, ja? Das ist so in German Zimtschnecke. This is cardamom and this is with cinnamon. Ah, okay. Ich würde eine mit Zimt nehmen. Man sagt oft, Schweden sei teuer, aber die Zimtschnecke kostet jetzt umgerechnet 3 €. Also da kenne ich Zimtschnecken in deutschen Großstädten, die kosten deutlich mehr. Thank you. Bye, bye. Ich bin gerade so ein bisschen schockverliebt. Guck mal bitte das Kaffeeservice an, die Teller. So, das ist wie bei Oma.
Heute futtere ich mich sozusagen über die Insel, denn es gibt noch was ich unbedingt probieren muss. Ölands Leibspeise, Kropkaka. Da wird ein ganzer Topf rausgetragen. Die Schweden kommen mit dem Topf und kommen dann raus voller Kartoffelklöße. Und das Tolle ist, ich habe mich mit Daniel verabredet, weil hier wird nur Schwedisch gesprochen. Und du sprichst Schwedisch. Ein bisschen. Ein bisschen. Bitte, bitte. Daniel ist vor 2 Jahren nach Öland ausgewandert. Johannes. Eva. Hi. Können wir Sie einmal fragen, wie sie so gemacht werden? Kan du berätta lite hur du gör dem? Den består av råriven potatis som är pressad. Es ist roher Kartoffelteig, der im Endeffekt ausgepresst wird. Dann wird das Ganze gefüllt mit Schweinefleisch und Zwiebeln und Gewürzen. Wird eine Stunde gekocht und dann serviert mit Sahne und Lingon, also Preiselbeeren. Dann nehme ich mal die Klößchen mit. Okay. Ninis Restaurant hat nur donnerstags und samstags geöffnet. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Jetzt die Sahne einfach noch dazu, Genau. oder? So. Aha. Es hat einen ganz speziellen Geschmack. Also es ist ja im Inneren total deftig. Und es ist ja wirklich einfach nur Sahne, gell? In der Sahne ist nichts drin. Das ist einfach nur Sahne, genau. Es ist, ja, interessant. Okay. Und was sagst du zu diesem Vorurteil, dass Schweden teuer ist? Ist das etwas, was du... Okay, du schüttelst schon mit dem Kopf. Ja, okay. Also mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, was ich jetzt so mitbekommen habe. Haben wir Deutschen gut aufgeholt. Was total charmant ist, die Klöße kosten unterschiedlich. Also wenn ich einen Kloß hier esse, kostet der so 4 € ungefähr. Und wenn ich ihn mitnehme, sind es 2,50. Das ist dann auch der Grund, weswegen sie mit ihrem Topf kommen. Ja. Und einfach dann ihre Klöße fürs Abendessen holen. So. Danke, dass du mich begleitet hast. Sehr gerne. Öland ist im Sommer einfach ein Paradies für Camper. Während der schwedischen Schulferien soll es hier aber knallvoll sein. Hi, nice to meet you. My name is Johannes. Hi, ich bin Johannes. Ich suche einen Platz für heute Nacht. So we are here now. Follow the road all the way out there. Das muss ich natürlich dazu sagen. Normalerweise ist der Campingplatz hier rappelvoll. Aber es ist jetzt Anfang September. Das heißt, die Saison ist vorbei. Mehr oder weniger vorbei. Und deswegen ist es etwas luftiger. Was für mich jetzt ganz gut ist. Sonnenuntergang, Blick auf die Ostsee. Ich kann überhaupt nicht meckern. Da vorne war ein Reh. Haben wir es gesehen? Ein bisschen gesehen? Oh. Ich habe halt alle Gewürze vergessen. Das ist halt super bescheiden. Frag mal die Nachbarn. Excuse me. Entschuldigung, hätten Sie vielleicht ein bisschen Pfeffer für mich? Pepper for me? Oh, thank you very much. Dankeschön, wie viel? Oh je. So. Das ist ein bisschen viel geworden, aber egal. Thank you very much. Enjoy your holidays. Vielen Dank, genießen Sie Ihren Urlaub. Das ist das Tolle auf dem Campingplatz. Ja, wenn du was vergessen hast, du kannst die Nachbarn fragen. Die sind hier immer alle total entspannt. Ich habe noch nie unfreundliche Camper erlebt. Nein! Ach, verdammt. 26 Campingplätze gibt es auf Öland. Stellplätze kosten zwischen 25 und 90 €. Zusatzangebote zahlt man aber oft extra. Für mich geht's jetzt erstmal in die Koje. Jetzt liege ich hier in meinem Dachzelt. Die Matratze ist sehr dünn, aber es ist nicht so kalt. Also wenn es so bleibt, dann komme ich durch die Nacht. Und Platz reicht dicker, also man könnte auch zu zweit hier schlafen. Wäre kein Thema. Hallo Ostsee, hallo Schweden. Dann gucken wir uns mal die sanitären Anlagen an.
Das ist total die gute Idee, dass es extra Zimmer für Familien gibt. Einfach, wenn du ein Baby dabei hast oder ein Kleinkind und dann kannst du hier waschen und duschen. Das ist sehr sinnvoll. Finde ich super. Es gibt hier auch ein Schwimmbad. Mit extra Kinderbereich. Boah, man wird ja richtig schnell. Oh mein. Kurz abtrocknen und schon wartet die nächste Erkundungstour auf mich. Heute geht's auf das Schloss Borgholm und ich habe ganz viele tolle Unterstützung mitgebracht. Alles Urlauber aus Deutschland. Und man kann hier für Kids so eine Schatzsuche machen und die testen wir mal und gucken, ob die was taugt. Thank you. Habt ihr verstanden, was wir machen müssen? Also wir haben hier eine Schatzkarte, wir haben das Amulett. Wir müssen quasi beim ersten Punkt nach diesem Symbol schauen, nach dem Drachensymbol. Und da bekommen wir dann Instruktionen, um das Rätsel zu lösen. Und zum Schluss müssen wir diese schwarze Schatztruhe öffnen mit dem Code, den wir dann spielen. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother. Was sucht ihr denn? Ein Steinportal. Ein Steinportal? Ja, das Drachenportal. Wie läuft's bei euch? Ja, wir haben jetzt hier das gefunden und da stehen die Symbole da oben. Ah, okay, perfekt. Das heißt, die erste Aufgabe haben wir schon, oder habt ihr schon gelöst? Ja. Found my heart, broke it, here, made friends and lost them through the years. Hier geht's dort ganz hoch. Ach, cool. Wahrscheinlich war das mal früher ein Kamin. Wie gefällt's dir hier bisher? Ja, gut. Ja, warum? Naja, ich meine, es ist eine schöne Landschaft und so. Und das Schloss? Das ist auch cool, also die Festung. Ja, passt. Also bisher würdest du sagen, Daumen eher nach oben als nach unten. Ja. Also wir quatschen einfach mehr und die anderen kümmern sich um die Schatzsuche, oder? Ja. Nee, oder? Und den Schatz sind wir trotzdem dabei. Ja. Ja, das ist nämlich schlau. Aber währenddessen auch quatschen. Auch quatschen, immer quatschen. Aufgabe 3. Das Geheimgewölbe des Drachens. In dem Gewölbe liegt der schlafende Drache. Was auch immer du tust, wecke ihn nicht auf. Ist das eine Herausforderung, in so einem Sommerurlaub die Kids zu beschäftigen? Ja, Ja? allerdings, ja. Vor allem mit der Altersspanne 8 bis 17. Mhm. Würdest du sagen, Schweden ist ein Land, da passt das auch, da kriegt man die beschäftigt, oder? Ja, voll. Also Ja. es ist wahnsinnig kinderfreundlich hier. Also nicht nur Kinder, sondern auch Teenie-freundlich, würde ich sagen. Sehr familienfreundlich. Aufgabe 4. Das zugemauerte Fenster. An einer der Wände im großen Burghof des Schlosses befinden sich 3 mit Gold verzierte Fenster. Mitten zwischen ihnen befindet sich ein Fenster, das schnell zugemauert wurde, als der Drache den Schatz schützen musste. Aus Versehen wurde auch eine alte Steintafel mit eingemauert. Auf dem Stein befindet sich ein Siegel. Welches ist es? Aufgabe gelöst. Schloss Borgholm ist von April bis Oktober geöffnet. Mit 12 € für Erwachsene, 3,50 € für Kinder und 7 € für Jugendliche ist es auch für Familien erschwinglich. Und die Schatzsuche ist im Preis inbegriffen. Ja, logisch, man kann natürlich viel mehr machen als nur diese Schatzsuche. Gerade bei der Kulisse, hier finden unglaublich viele Konzerte statt. Gerade wenn es dunkel ist, muss das großartig aussehen. Und vor allem wird das Schloss auch Kinderschloss in Schweden genannt, weil es im Sommer hier so viel Rahmenprogramm gibt für Kids. Also ganz viele verschiedene Sachen, kann man alle wahrnehmen. Und logisch, wer möchte, kann sich natürlich auch mit der Historie des Schlosses beschäftigen. Hier gibt es ein Museum, es gibt einen Audioguide, kann man alles machen.
tree lanes. When we did not know the answer. Und jetzt? Jawohl. Und jetzt jeder ein Goldstück, oder? Ich habe aber noch eine Frage an euch. Jetzt habt ihr ja die Schatztruhe geöffnet, ja? Ja. Wie fandet ihr es denn? Gut. Ja? Hat Spaß gemacht? Warum? Bei diesem Schloss hier ist das Schloss selber die Hauptattraktion, also das anzugucken. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man noch was extra zu tun hat. Gerade mit dem Thron und dem Amulett, das finde ich voll cool. Ja. Und ja, das ist halt auch voll die alte Ruine und ich stehe auf so Sagen Cool. und so altes Zeug. Was Leistungsverhältnis? Wie fällt euer Fazit aus? Also die Burg ist einfach der Hammer. Das Spiel ist toll, die Kinder sind beschäftigt, die können rumspringen, man kann hier den ganzen Tag verbringen. Unser Sohn ist 10, der hat es total abgefeiert, so wie ich es gesehen habe. Er fand es richtig gut. Nee, auf jeden Fall. Und für uns hat sich das definitiv auch gelohnt. Ich habe von Claudio nach unserer Elch-Safari noch einen Tipp bekommen. Und zwar soll ich nach Trollskogen oder Trollskögen. Das muss ein ganz tolles Stück Wald sein, ganz im Norden von Öland. Ich bin ein bisschen unterwegs, aber er sagt, es muss ein Zauberwald sein. Ich habe da angerufen, habe mich verabredet mit Marie und die will mir ein bisschen was zeigen. Marie, Ja? die Urlauber können sich hier frei bewegen, oder? Ja, hier im Wald kann man sich frei bewegen, aber die meisten laufen ja an die Wanderwege, Ja. damit Und- sie sich nicht verlaufen. Und der Eintritt, es kostet ja keinen Eintritt, oder? Nee, kein Eintritt. Es ist Toll. kostenlos. Es ist nur die Natur zu genießen. Aber Marie, Pass auf die Mistkäfer auf. Oh, Mistkäfer. Die bringen Glück. Ist das so? Ja. Was ist so dein erster Eindruck hier vom Trollwald? Was komplett anderes. Wir kommen aus Bayern. Man kennt die Wälder, klar, aber das ist in Schweden ist das alles viel dichter, viel mehr Natur da herum und eben die Kombination gerade mit dem Wald und dann ein paar Meter daneben jetzt schon das Meerrauschen dazu. Das ist ein Traum, wunderschön. Das Highlight ist das Schiffswrack an der Ostküste. Es wurde bei Wintereinbruch vor 100 Jahren von Fischern zurückgelassen und ist seitdem dem langsamen Zerfall preisgegeben. Die alte Eiche, die so etwa 900 Jahre alt ist. Man sagt ungefähr, dass eine Eiche braucht 300 Jahre, um zu wachsen, 300 Jahre, um zu leben und 300 Jahre, um zu sterben. Die sieht aber schon so aus, als könnten da Trolle drin wohnen, oder? Zwischen 1000 und 1500 verschiedene Tiere leben von so einer Eiche. Also die leben in der Krone, die leben drinnen von der Eiche und die leben auch in den Wurzeln unter am Boden. Die Idee von diesem Trollwald ist schon, dass alles im Grunde so wachsen darf, wie es möchte, oder? Ihr greift nicht ein. Nee, also wir lassen es so, wie es ist. Wir nehmen nur Bäume, die über die Wanderwege fallen, weg. Also sonst lassen wir es. Dürfte man hier picknicken? Ja. Darf man hier machen? Ja. Also, Hier ist ja wunderschön. Picknickkorb nehmen, picknicken. Ja. Toll. Marie, danke für die Tour. Das ist wirklich ein total schönes Fleckchen Erde hier. Traumhaft, wir bleiben da. Ein toller Abschluss meiner Reise. Und hier kommt mein Fazit. Schweden ist für Familien ein wirklich tolles Urlaubsland, weil es einfach ist, mit Kindern hier Urlaub zu machen. Die Schweden sind kinderfreundlich, sind dementsprechend vorbereitet auf Kinder und das macht einfach vieles so unkompliziert. Und während die Kids beschäftigt sind und Spaß haben, haben auch die Eltern ein bisschen Zeit für sich. Was die Kosten angeht, na klar, es ist ein Urlaubsort. Es ist vielleicht 1-2 Euro teurer, wenn ich es vergleiche mit der ein oder anderen deutschen Großstadt. Das ist auch nicht teurer. Mir hat es großen Spaß gemacht, hier zu sein. Schön, dass Sie dabei waren. Ich glaube, ich komme wieder. Ob es das Dachzelt sein muss, weiß ich nicht so genau. Aber für die Momente hat es sich auf jeden Fall gelohnt.